Hallo, ich zeige euch hier die 8 wichtigsten Gleichungstypen, die ihr für das Mathe-Abi braucht. Diese 8 Typen gibt es. Ich zeige euch jeweils, woran ihr die erkennt und welchen Lösungsweg es dafür gibt. Ich werde euch hier nur das Grundprinzip zeigen. Zu jedem Typ gibt es ausführliche Beispiele in der Linkliste hier unten. Los geht's! Am einfachsten sind die linearen Gleichungen. Die erkennt ihr daran, dass das x ohne jeden Exponenten vorkommt. Also kein x² oder x hoch 3. Solche Gleichungen könnt ihr durch einfache Termumformung oder Umstellen lösen. Wenn ihr zum Beispiel solche Klammerausdrücke habt, dann multipliziert erstmal die Klammer aus. 3 mal 2x gibt 6x, das gibt plus 3. Eine Minusklammer wird aufgelöst, indem man das Minuszeichen auf jeden Summanden in der Klammer wirken lässt. Das gibt ein minus x, das gibt eine plus 4 gleich 2. Nun können wir zusammenfassen, 6x minus x gibt 5x, 3 und 4 gibt 7 und der Rest ist umstellen, 7 auf die andere Seite. Wir teilen durch 5 und bekommen unsere Lösung x gleich minus 1. Fertig! Lineare Gleichungen haben fast immer nur eine Lösung. Es gibt Ausnahmen, die ich euch in den ausführlichen Beispielen zeige. Als nächstes kommen die quadratischen Gleichungen. Die erkennt ihr daran, dass als höchste Potenz am x eine 2 vorkommt. Quadratische Gleichungen kann man immer mit der PQ-Formel lösen. Die lernt ihr am besten auswendig. Voraussetzung, dass man die PQ-Formel anwenden kann, ist, dass auf der rechten Seite der Gleichung eine 0 steht. Wenn das nicht der Fall ist, ziehen wir die 4 einfach ab. Jetzt haben wir eine 0. Und vor dem x² darf keine Zahl stehen. Wenn da etwas ist, dann teilen wir hier durch diese Zahl. Dann haben wir diese Gleichung. Jetzt erkennen wir an dieser Stelle das p, das ist die Zahl vor dem x. Und hier das q, das ist die Zahl ohne x. Das wird jetzt in die PQ-Formel einfach eingesetzt. Und wir bekommen unsere Lösungen x1 gleich 3, x2 gleich minus 1. Quadratische Gleichungen haben bis zu 2 Lösungen. Es können auch 0 oder eine Lösung sein, je nachdem, was hier unter der Wurzel entsteht. Quadratische Gleichungen lassen sich immer mit der PQ-Formel lösen. In einigen Fällen geht es auch einfacher. Das zeige ich hier mal. Wenn zum Beispiel der Linearterm fehlt, dann kann man diese Gleichung einfach durch Umstellen und Wurzelziehen lösen. Wir sehen hier, ziehen wir die Wurzel, bekommen eine positive Lösung und dran denken, beim Wurzelziehen entsteht auch immer noch eine negative Lösung. Ein anderer Sonderfall ist, wenn wir keinen Absolutterm haben. In diesem Fall können wir ein x ausklammern. Das sieht dann so aus. X mal x minus 4. Ihr seht, wenn man das ausmultipliziert, kommt wieder x² minus 4x gleich 0 heraus. Und an diesem Produkt, das 0 ergibt, kann man jetzt sehr schön den Satz vom Nullprodukt anwenden. Kennt ihr den? Der sagt, ein Produkt ist genau dann 0, wenn entweder der erste Faktor 0 ist oder der zweite Faktor 0 ist. Also bekommen wir die erste Lösung x1 gleich 0 von hier und die zweite Lösung x2 gleich 4 von dieser Klammer. Das geht schneller als die PQ-Formel. Als nächstes zu den Gleichungen dritten Grades. Wir haben ein x hoch 3. Wenn es möglich ist, solltet ihr hier ein x ausklammern. Das geht in diesem Fall, denn in jedem Summanden ist zumindest ein x vorhanden. Klammern wir das aus, dann bleibt in der Klammer x² plus 2x minus 3 übrig. Und auch hier kann man wieder den Satz vom Nullprodukt anwenden. Wir haben hier ein Produkt, das soll 0 sein. Also gilt entweder der erste Faktor ist eine 0, damit haben wir unsere erste Lösung x1 gleich 0. Oder der zweite Faktor ist 0, also der Inhalt dieser Klammer. Ich schreibe den Klammerinhalt nochmal raus, setze ihn wieder gleich 0 und ihr seht, weil das eine quadratische Gleichung ist, können wir das wieder mit der PQ-Formel lösen und bekommen unsere Lösung x2 gleich 1, x3 gleich minus 3. Damit haben wir also insgesamt 3 Lösungen gefunden. Ihr könnt euch darauf verlassen, dass in den Abituraufgaben, wenn es heißt berechnen Sie, immer der Fall gegeben ist, dass man ein x ausklammern kann. Falls mal eine Gleichung auftaucht, wo das nicht möglich ist, hier zum Beispiel plus 6, hier kann man kein x ausklammern, weil keines vorhanden ist, dann lässt sich diese Gleichung nur mit dem Taschenrechner lösen.
Also wenn es heißt, bestimmen Sie die Lösung, könnt ihr den Taschenrechner verwenden. Der hat eine eingebaute Funktion, um Polynomgleichungen dritten Grades zu lösen. Und hier seht ihr die 3 Lösungen. Das könnt ihr mal ausprobieren mit eurem Taschenrechner. Weiter geht's zu Gleichungen vierten Grades. Erkennen wir hier an der höchsten Potenz hier. Das Lösungsverfahren für Gleichung vierten Grades ist, wenn es möglich ist, ein x² ausklammern. Das geht hier, in jedem Summanden ist mindestens x² vorhanden. Klammern wir es aus. Wir sehen, es kann wieder der Satz vom Nullprodukt angewendet werden. Hey, das ist doch ein Universalwerkzeug. Wir erhalten hieraus die Lösung x² gleich 0 und damit 2 Lösungen x1 und x2 gleich 0. 2 Lösungen deswegen, weil beim Wurzelziehen hier eigentlich plus 0 und minus 0 entsteht. Und aus dem zweiten Faktor, dem Klammerinhalt, wenn wir den gleich 0 setzen, sehen wir, können wir wieder die PQ-Formel anwenden und erhalten unsere dritte und vierte Lösung. 1 und minus 3. Wie ihr schon vermutet habt, Gleichungen vierten Grades können bis zu 4 Lösungen haben. Was macht man, wenn man hier kein x² ausklammern kann? Auch das ist noch ein häufiger Fall, wenn die Exponenten 4, 2 und 0 lauten, das nennt man eine biquadratische Gleichung, dann macht man eine Substitution. Substitution heißt Ersetzung, und zwar wir ersetzen das x hoch 4 durch ein z² und das x² durch ein z. Warum? Dann sieht nämlich die Gleichung so aus und wir sehen, dass das jetzt eine quadratische Gleichung in z ist. Und damit können wir hier wieder die PQ-Formel anwenden, diesmal mit der Variablen z als Lösung. Hier setzen wir das p ein, hier setzen wir das q ein und bekommen unsere beiden Lösungen für z1 und z2. Aber Achtung, das sind noch nicht unsere endgültigen Lösungen, denn wir wollen ja nicht z wissen, sondern x. Und das bekommen wir, indem wir diese Substitution wieder rückgängig machen. Wir haben ja gesagt, x² ist z, also ist x gleich Wurzel aus z. Ziehen wir hieraus noch die Wurzel 1 und minus 1. Dran denken, es gibt ja immer positive und eine negative Lösung beim Wurzelziehen. Und hier 2 und minus 2. Da sind wieder unsere 4 Lösungen. Kommen wir zu Bruchgleichungen. Bruchgleichungen hat man dann, wenn das x im Nenner eines Bruchs vorkommt, zum Beispiel wie hier. Und hier lautet unser Universaltrick, wir müssen mit dem Nenner multiplizieren. Dadurch verschwindet nämlich der Bruch. Also wir multiplizieren diese Gleichung auf beiden Seiten mit dem Nenner x minus 2. Wir müssen dabei nur im Hinterkopf behalten, dass x nicht gerade 2 sein darf. Dann hätten wir hier nämlich als durch 0 geteilt, also nur dran denken, dass das hier nicht in der Lösungsmenge vorkommen darf. Gut, wir multiplizieren die Gleichung mit x minus 2, hat zur Folge, auf der linken Seite verschwindet der Bruch, es bleibt einfach der Zähler übrig. Und auf der rechten Seite bekommen wir 7x minus 14. Jetzt haben wir wieder eine einfache Gleichung, die wir durch Umstellen lösen können. Wir bekommen x gleich 4. Nächster Gleichungstyp, Wurzelgleichungen. Erkennt man daran, dass das x unter einer Wurzel steht. Hier ist das Werkzeug, wir müssen die Gleichung quadrieren. Dann verschwindet nämlich die Wurzel. Aber zuerst müssen wir die Wurzel alleine stellen, das heißt die 2 muss weg. Jetzt dürfen wir quadrieren, auf beiden Seiten natürlich. Das heißt, auf der linken Seite verschwindet die Wurzel, das bleibt x minus 3 stehen. Auf der rechten Seite müssen wir auch quadrieren, bleibt die 16. Jetzt kann man nach x auflösen. Bei Wurzelgleichungen gibt es eine kleine Gemeinheit. Wir müssen immer die Probe machen. Wir setzen mal ein, 19. Das 19 minus 3 gibt 16, Wurzel draus ist 4, mal 2 gibt 8. Jawohl, die Probe ist korrekt. Das muss man bei Wurzelgleichung immer machen, denn bei diesem Quadrierschritt hier kann es sein, dass unsinnige Lösungen entstehen, die man nachher wieder rausschmeißen muss. Nur vorsichtshalber. Nächster Gleichungstyp, die Exponentialgleichung. Erkennt ihr daran, dass in der Gleichung eine Exponentialfunktion vorkommt. In diesem Fall eine e-Funktion.
Der Lösungsweg für Exponentialgleichungen ist e-Funktion alleine stellen und dann den Logarithmus anwenden. Machen wir das. Also zunächst die 1 auf die andere Seite, die 2 auf die andere Seite. Jetzt haben wir die Exponentialfunktion alleine. Jetzt können wir auf beiden Seiten die Logarithmusfunktion anwenden. Und zwar zur e-Funktion gehört immer der natürliche Logarithmus ln. Also wenden wir den auf die Gleichung an. Der hat zur Folge, dass er die e-Funktion nämlich genau aufhebt und es bleibt nur der Exponent 3x übrig. Auf der rechten Seite bekommen wir ln von 4. Das ist irgendein Zahlenwert. Wir teilen noch durch 3, um das x alleine zu bekommen. ln 4 durch 3 sagt uns, der Taschenrechner ist ungefähr 0,46. Und damit haben wir auch Exponentialgleichungen gelöst. So, letzter Schritt. Der Typ Nullproduktgleichung kennt ihr eigentlich schon. Also wir haben hier irgendeine beliebig komplizierte Gleichung. Es kommt nur darauf an, dass wir hier ein Mal haben, also ein Produkt, das 0 sein soll. Das nennt man eine Nullproduktgleichung. Und egal, was hier für schreckliche Dinge stehen, es gilt immer, das Produkt ist gleich 0, wenn entweder der erste Faktor 0 ist, das ist bei x1 gleich 3 der Fall, oder der zweite Faktor 0 ist. Und wir wissen, die e-Funktion, die kann niemals 0 werden. Also kommt aus diesem Faktor keine weitere Lösung. Die einzige Lösung dieser komischen Gleichung ist x1 gleich 3. Und schon fertig. So, damit haben wir alle 8 Typen besprochen. Je nach Bundesland oder Schulform kann es sein, dass ihr vielleicht noch Logarithmengleichungen oder trigonometrische Gleichungen hattet, aber die kommen nicht in jedem Prüfungsplan vor. Da informiert ihr euch bitte selbst. Also fassen wir nochmal zusammen. Hier sind unsere 8 Gleichungstypen und hier sind die 8 Werkzeuge, mit denen ihr sie lösen könnt. Viel Erfolg! Schaut euch die ausführlichen Beispiele noch in der Linkliste an, damit ihr die gut üben könnt.